was bisher geschah. Wir hatten eine stürmische Überfahrt nach Chile und sind bis fast ans Ende der Welt gefahren. Wir sind Nomaden. Wir sind frei, Zu Hause auf der Straße. leben in der Natur. Zu viert in unserem VW-Bus T3. Die Welt ist ein Wunder, das wir mit all unseren Sinnen entdecken wollen. Zurzeit sind wir in Südamerika mit dem Ziel, den ganzen Kontinent zu bereisen. Kommt mit und steigt ein. Ja, wir nähern uns dem Ende der Ruta 3, also der Straße 3. Das ist die längste oder die Straße, die wir durchgehend seit Buenos Aires immer weiter Richtung Süden fahren. Und wir sind jetzt im Nationalpark Tierra del Fuego. Das ist hier unten in Ushuaia, der Nationalpark am Ende der Welt. Und ja, wir wollen bis zum Ende der Straße fahren. Und eigentlich hätten wir mit Hunden nicht reingedurft, aber wir haben das echt ganz gentle gelöst und wir dürfen jetzt rein, wenn die Hunde im Auto bleiben. Wir sind da. Wir haben es geschafft. Wir haben die gesamte Route 3. Wir sind von Buenos Aires bis nach Feuerland. Boah, Riesenvogel. Wir laufen am Ende der Welt. Genau, wir laufen am Ende der Welt. Achtung, ich zeige euch mal den Vogel. Ne, genau, wir laufen am Ende der Welt. Und hier ist es. Hier ist das letzte Schild. Das letzte Schild der Ruta 3. Komm her, Baby. Wir haben es geschafft! Ist wie geil. Aquí Tierra del Fuego, hier. Genau, weiter in den Süden geht's nicht. Und hier ist wunderschön, schneebedeckte Berge. Ja. Ja, können wir stolz sein, ne? Geil. Wir haben es echt gepackt. Wunderbar. Da steht's. 3079 Kilometer sind wir gefahren von Buenos Aires. Und nach Alaska sind es jetzt 17.000 Kilometer. Und die haben wir jetzt vor uns. Das ist das nächste Ziel. Ja, und was überall in Argentinien ist, ist das hier. Malvinas, vielleicht wird euch das nicht viel sagen, aber Malvinas sind die Falklandinseln. Und die Argentinier, die heben ja dann Anspruch drauf. Und überall in Argentinien sind diese Schilder. Egal wo du hinkommst, steht dann eben Las Malvinas son Argentinas. Und das heißt, die Falklandinseln gehören zu Argentinien. Das ist ja krass. Mitten in der Pampa, am Ende der Welt, gibt es eine Handyladestation. Mit USB-Anschluss. Wir sind hier am wohl berühmtesten Postamt Argentiniens und man kann von hier, also wirklich vom untersten Ende der Welt, Postkarten schicken. Genau, und das ist hier. Aber es ist geschlossen. Ist geschlossen, genau. Wir sind natürlich gekommen, wenn alles zu ist und nicht so voll ist. Damit ihr wisst, wo es diesmal lang geht, kommt wieder unsere Karte. Wir sind gestern von Ushuaia hier runtergefahren bis ans Ende der Welt. Dort ist das Postamt, dort ist das Ende der Ruta 3. Dann sind wir eben von ganz Buenos Aires bis hier unten runter. Ich glaube, das sind 3100 ein paar zerquetschte Kilometer. So, jetzt fahren wir dann morgen hier durch, wieder durch Ushuaia, fahren die Weg wieder zurück. Es gibt auch nur einen.
Hier ist Rio Grande, da wo wir bei der Werkstatt waren. Und dann geht es immer weiter. Wir kreuzen hier die Grenze wieder nach Chile. Und diesmal fahren wir nicht nach Norden zu der Fähre. Hier ist die eine Fähre. Nein, wir fahren hier lang. Hier geht's lang, hier geht's lang. Hier geht's immer weiter bis nach Porvenir. Und in Porvenir ist die Fähre, die dann rüber geht, hier nach Punta Arenas. So, das ist das, was wir heute oder in den nächsten beiden Tagen fahren werden. Unser Ziel ist Porvenir. Ja, heute ist ja mal ein bisschen wärmer. Wir waren jetzt, wie viele Tage waren wir? 4 Tage? Ja, hier? 4 Tage. 4 Tage in Ushuaia. Und das war schön, das reicht aber auch, weil es war so kalt. Das war so unglaublich kalt. Jetzt geht es Richtung Wärme, Richtung Norden, Richtung Anden, Richtung Peru, Richtung Bolivien, aber natürlich erstmal noch der ganze Rest von Argentinien. Wir haben viel vor und viele Kilometer vor uns. Wir haben es gestern gesehen, bis Alaska wären das 17.000. Also es ist viel Strecke, selbst wenn man nur gerade fährt und wir fahren nicht gerade. Auf jeden Fall war das der südlichste Punkt. Beeindruckend schön. Aber ganz ehrlich gesagt bin ich sehr, sehr froh, also wirklich absolut froh, dass wir jetzt wegfahren hier. Am schlimmsten ist hier der Wind. Also sowas wie hier habe ich noch nie erlebt. Du kannst von einer Minute auf die andere, war es heiß, die Sonne scheint, bist im T-Shirt und auf einmal kommt so eiskalter Wind, ja, dass man dann auf einmal in Schneehose und Winterjacke dasteht. Also richtig krass. Also auf geht's in die Berge, auf geht's Richtung Norden. Ja, es ist eine never-ending Story. Es hört nicht auf. Es kommt immer noch Öl aus dem Auto. Immer noch. Wir haben alles gemacht. Wir haben diesen Ölfüllstab in Rio de Grande gemacht. Das haben wir schon mal weg. Da kommt nichts mehr raus. Wir haben den Ölfüllstab und die Führung abgeschnitten. Also die Ölquelle ist weg. Aber ich bin gerade eben hier rangefahren an die Tankstelle. Wir sind jetzt gerade die Berge hoch von Ushuaia. Und naja, schaut mal hier. Das ist natürlich scheiße. So, da wir jetzt aber in 100 Kilometern wieder in Rio Grande sind, werden wir dort noch mal an die Werkstatt ranfahren. Und wir müssen irgendwie jetzt endlich mal herausfinden, warum das überall rauspresst. Also es ist, der Motor klingt sauber, wir haben kein Blow-by, wir haben nichts, keinen blauen Rauch. All das haben wir nicht. All die Fehler, die man haben müsste, die es problematisch machen, die haben wir eben nicht. Auch die Werkstatt hat gesagt, und ich bin auch der Meinung, der Motor klingt erst Sahne. Es hört sich alles gut an. Und trotzdem presst es uns an jeder Dichtung Öl raus. Und das ist natürlich ein Umstand, den können wir so nicht stehen lassen. Das heißt, wir fahren jetzt nochmal in die Werkstatt ran und hoffen, dass vielleicht wir die Ventildeckeldichtung da neu machen, weil da kommt das meiste raus. Müssten sie eigentlich da haben. Ja, und dann bin ich mit meinem Latein auch so ein bisschen am Ende, muss ich sagen. Gut, aber nichtsdestotrotz, wir können ja nachfüllen, aber es ist natürlich für die Umwelt absolut ein Umstand, der keinen Spaß macht und auch nicht toll aussieht. Ja, also auf in die Werkstatt. Und was meint er? Ja, leider ist das Audio so schlecht, das können wir überhaupt nicht verwenden. Also der von der Werkstatt hat gesagt, dass er auch davon ausgeht, dass es die Membran vom Ölabscheider ist. Und die ist ja dafür zuständig, dass über den Turbo Unterdruck im Motor entsteht. Und dadurch werden die bisschen überschüssigen Blow-by-Gase, die jeder Motor hat, eben abgesaugt. Und darunter ist so ein O-Ring. Und dieser O-Ring, der hat Risse. Das heißt also, wahrscheinlich ist es dieser Ölabscheider mit dem O-Ring. Und dadurch erzeugen wir keinen Unterdruck. Und wenn wir keinen Unterdruck erzeugen, kommt überall Öl raus. Auch an der Stelle hier sieht man es richtig schön am Filter. Da ist überall Öl. Repuestos Accessoires. Mal schauen, ob er da fündig wird. Ist jetzt schon die zweite. Ja, da vorne steht er. Volkswagen. Da hat wahrscheinlich alles. Sie haben's. Ja, perfekt. Schau hier, Sie haben's. Es ist da. Volkswagen, perfekt. Perfekto. Richtig gut. 12.000 lo estaremos, va a salir en YouTube. Va a salir en YouTube alemán. Sí, veo, Sí. este YouTube-Kanal. Mann, wie geil. Und 14 Euro, wirklich 14 Euro, Alter. Ja, 14 Euro. Das ist der Knaller. Deutschland bist du bei 40 oder mehr. 55 Euro kostet das Originalteil und das ist nachgebaut. Das ist, da ist mein Geld da bei dir reingefallen. Jetzt hast du ganz viel argentinisches Geld unterm Sitz. Ich nehm's gerne. Ich komme da sogar noch ran. So.
jetzt wieder zurück. Ich hole ihn wieder zurück. Und wie ist mal im Defender zu sitzen? Ey, absolut geil. Ich habe ja sonst ein richtiges Auto unterm Arsch. Also du weißt ja, bei allen guten Autos ist der Motor hinten. Ferrari, Lamborghini, T3. Ja, oder in der Mitte. Oder in der Mitte, aber die richtigen Rennwagen haben es hinten. Nee, aber nee, ist geil, der Defender, mag ich gerne. Wir noch, dass es das richtige Ding ist. Ja, passt ja, ist ja schon drin. Nee, nicht das, aber das ist nicht das, Ach so, okay. rausspritzt. Na, sagen wir mal so, es geht ja, dieses Ding macht ja nichts anderes als Unterdruck zu erzeugen, dass es keinen Druck aufbaut. Ja gut. Ja, und dann müsste das Schauen eigentlich... wir mal. Jetzt will ich aber trotzdem noch ein bisschen Öl haben, weil hier sifft es noch überall. Naja, ich frage die mal, ob sie es gleich durchreinigen. Hier wird überall auf der Straße geschraubt. Da drüben, hier drinnen. Hier wird überall geschraubt. Dadurch, weil es relativ flach ist, ist es gar nicht so dort das Wattenmeer, da hat es natürlich dann teilweise mehr. If you take one step, then you will be a little closer to your dream than if you stay just where you are. Die beiden im Defender sind übrigens Nick und Sabrina. Ihr Kanal heißt Beyond Roaming. Wir haben entschieden, die nächsten Kilometer gemeinsam zu fahren. Both where you'll find a path that has your name. Here I am, I'm ready to go again, ready to say goodbye when the sky is high. Na Baby, bist du genervt vom Wind? Total, Mann. Das ist so krass heute, dass das Auto hier wackelt. Also alles, was hier wackelt, seht im Video, ist der Wind. Ja. Oh, ich kann nicht mehr und es ist so laut. Und ich freue mich wirklich auf die Zeit, wenn wir mal keinen Wind mehr haben. Es macht echt keinen Spaß, durchgehend Winterjacke. Meine Augen sind voller Sand, meine Ohren sind voller Sand. Ja, ich bin genervt vom Wind. Aber heute wir fahren nach Chile, Punta Arenas, so vielleicht ist es ein bisschen besser. Ja, wir hoffen, dass die Fähre fährt. Also wir müssen von Porvenir bis Punta Arenas mit der Fähre fahren. Und es sind 2 Stunden. Und die fährt natürlich nur, wenn da nicht 90 km/h Windböen sind. Und wir fahren erstmal dahin heute. Schauen wir mal, dass wir da rüberkommen. Wenn nicht, müssen wir halt noch mal warten, bis der Wind abflaut. Und dann, dann fahren wir weiter. Und dann geht es langsam Richtung Norden und hoffentlich so ein bisschen raus aus diesem... Ja, die Motivation kommt zurück. Ja, ist ja auch gut. Ist halt nur ätzend. Also wer noch nicht in Feuerland war, ich habe es von anderen schon vorher gehört, der einzige Ort, an dem Wind beängstigend ist. Das ist hier unglaublich. Ja, das ist das. Ja, das, was ihr hier seht, ist vom heiligen Gil. Und der heilige Gil ist der Robin Hood von Südamerika. Genau, ist ein ganz bekannter Heiliger. So, und da kann man auch reingehen. Genau. Also hier riecht es nach Wein. Und der heilige Gil, dem wird eben Alkohol, guck mal da unten, Alkohol, Zigaretten, die auch angezündet werden, die werden hingelegt, dass der heilige Gil rauchen kann. Und normal funktioniert es so, dass man einfach was Rotes mitbringt und sich dann ein rotes Band mitnehmen kann und das an sein Auto hängen kann. Und dann ist man für die Straße sozusagen gesegnet, dass einem kein Unfall passiert. Ja, total süß. Und sieht man hier in ganz Argentinien, wirklich ist alles voll damit. Und das ist aber eins der größeren, die wir jetzt entdeckt haben. Ja, cool. Jetzt gucken wir mal, dass wir was Rotes finden und dann werden wir unser Auto mal sozusagen segnen für die Weiterfahrt.
Leute, das ist so krass heute. Heute ist der krasseste Tag in Patagonien, den wir bis jetzt hatten. Ihr seht ja, wie ich aussehe, wie ich eingepackt bin. Das ist so windig. Ich kann mich kaum gegen den Wind stellen. Das ist richtig heftig. Obwohl das Wetter... Boah, stell dich mal um. Ja, der Ton ist überhaupt nicht zu verwenden. Also man versteht kein Wort. Also, was sage ich? Sieht sonnig aus. Wir haben 10 Grad. Gefühlt sind es 2 Grad oder sogar 1 Grad. Es ist richtig eiskalt. Und wir haben die schlechtesten Bedingungen, die wir je hatten, seitdem wir in Patagonien sind. Der Wind kommt auch noch von der linken Seite. Wir fahren gerade nach Norden. Das heißt, der Wind kommt direkt von der Seite der Gegenspur und du wirst an die LKWs angesaugt. Also es ist echt gefährlich. Also wir können maximal 70, 80 fahren, weil man einfach da von der Straße geweht wird oder an den LKW rangezogen. Jetzt hoffen wir, dass dieses Schiff überhaupt fährt. Wir fahren ja nach Provenir, da ist der Hafen, mit dem wir nach Chile rüber können. Also von Chile aus nach Punta Arenas rüber können. Und wir hoffen, dass dieses Schiff überhaupt fährt bei den Bedingungen. Also echt krass. Na, Wind geschädigt. Ist das krass? Fast 100 km/h Wind. Ey, es ist so dermaßen krass. Der letzte Stopp für Gasolin und dann nach Chile, ne? Genau, wir sind hier an der Tankstelle. Jetzt tanken wir nochmal voll. Und dann geht's los. Ich weiß nicht, ob das das ganze Auto wackelt. Echt. Das ist so dermaßen krass. Crazy. Ja, und es ist so viel Gegenwind. Aber jetzt kommt das Positive. Achtung! Wir haben das Problem gelöst. Es kommt kein Öl mehr aus dem Auto. Ja. Es kommt echt kein Öl mehr aus dem Auto. Es war also der Ölabscheider, der zwar durchgängig war, aber nicht richtig funktioniert hat. Und wir haben keinen einzigen Tropfen Öl unterm Auto und sind gerade mit Höchstbelastung 100 Kilometer gefahren. Super. Ja, das ging ja diesmal flott. Aber es ist auch so windig, da schickst du ja nicht mal einen Hund raus. Also diesmal haben sie gar nichts kontrolliert von wegen Fruchtkontrolle. Beim letzten Mal waren sie ja sehr penibel. Aber ich glaube, wenn man aus Süden kommt, kontrollieren die eh weniger, weil ich meine, die ganzen Obst und Gemüse kommt ja von Norden und nicht von Süden. Und alles, was von Süden kommt, ist ja schon einmal durch die Fruchtkontrolle durch. Wir fahren jetzt nach Provenir. Provenir soll es eine Fähre geben, die hoffentlich fährt. Wie gesagt, wir haben 90 km/h Wind zeitweilig. Und ja, übel, oder? Es ist echt so krass, also, du fliegst weg. Ich kann auch kaum das Lenkrad gerade halten und wir fahren hier so eine Seefahrt sozusagen, wir schaukeln. Ja, auf jeden Fall nach Provenir, von dort, wie geht's weiter? Von Provenir nach, wie heißt der Ort? Punta Arenas, okay, nach Punta Arenas. Ja, und dann geht es weiter Richtung Norden. Mal gucken, da fahren wir zu so einem ganz tollen Ort. Ich hoffe, dass es heute klappt. Ich sage euch noch nicht was, aber wir hoffen, dass wir da was entdecken können. Südlich von Punta Arenas haben wir einen Tipp bekommen. So, aber erstmal jetzt zum Hafen. Keep that chin held up and fight your battles with your feet. Hobbled where you'll find a path that has your name. Here I am, I'm ready to go again, ready to say goodbye when the sky is high. No reason to stay on ground. Lift your hands and you can touch and fly. The minute you felt you found. Cool, wir sind da. Wir sind in
wie heißt denn der? Provenier. Ich habe gerade den Namen vergessen. Nee, wir sind nach Provenier gefahren. Hier ist der Fähranleger. Und jetzt warten wir hier. Alessandra ist gerade drin, ob die Fähre überhaupt fährt. Ich habe ja gesagt, es war super windig, aber es geht jetzt eigentlich. Ist nicht mehr so schlimm. Und ja, und dann werden wir drin rüberfahren nach Punta Arenas. Müsste eigentlich in einer Dreiviertelstunde schon losgehen, aber man sieht hier nichts, kein Boot, kein gar nichts, aber da drin sind wohl welche. Ja. Und dann, ich denke, das geht 2 Stunden. Dann fahren wir noch mit Licht an. Das ist ja hier unglaublich lange hell, bis 23:30 Uhr Licht. Dann hoffen wir, dass wir da heute rüberkommen. Dann müssen wir die anderen fragen. So, was die meinen, ob die auch schon drin waren. So, guck mal, da stehen wir. Ja, und was das Allergeilste ist, der Knaller, das Auto ist repariert. Echt schier unglaublich. Wir sind jetzt nochmal 100 Kilometer Rippelpiste gefahren, sind hier angekommen und normal tropft ja mal Öl unten raus. Und jetzt schaut mal hier. Nichts. Einfach nichts. Also es war wirklich dieser blöde Ölabscheider von der Kurbelwellenentlüftung. Und da ist so eine Membran drin und die hat scheinbar nicht mehr funktioniert. Also augenscheinlich hatte sie funktioniert, aber sie hat eben nicht mehr funktioniert. Und jetzt haben wir wieder Unterdruck im Motor, es presst nirgends voraus, es ist alles sauber. So, jetzt bringen wir das noch ein bisschen Öl wieder rein. Ich hatte ja ein bisschen was verloren. Machen den hinten sauber. Ha, ist das Problem mal vom Herzen weg. Also dann haben wir jetzt erstmal, ich will jetzt nicht in den Himmel loben, Hermann funktioniert, aber jetzt funktioniert er. Ja, echt richtig, richtig cool. Kein Boot. Ach echt? Kein Boot? Too windy. Ah. Nos salen. Hoy nada. Mañana. Also morgen um 14 Uhr. Genau. Okay, alles klar. So, wir suchen einen Platz und wir essen, wir kochen, wir Schlafen. bleiben hier. Genau, wir sind ganz schön fertig. Wir sind viel Auto gefahren. Ja, Und es war eine Driving-Tage. genau, also es sind zwar nicht viele Kilometer, ich glaube waren 300 oder so, ne? Ja, aber Ripio, Genau. Gravel. Also viel Offroad, gleichzeitig noch ein Grenzübergang und Gegenwind. Also es war echt ätzend. So, wir sind froh hier zu sein. Morgen geht's weiter. Für heute ist Schluss. Bis morgen. Ciao. Guten Morgen. Morgen. Ja, cool. Nächster Tag, nächster Versuch. Second try. Genau, wir sind auf dem Weg nach Provenier wieder. Und wir haben gerade eben gesehen, dass da ein Boot rausgefahren ist. Also eine Fähre hat den Hafen verlassen, obwohl die gesagt haben, dass heute Morgen nichts fährt. Wir hoffen natürlich, dass wir heute wegkommen. Wir müssen die Magellanstraße überqueren. Wenn wir da nicht rüberkommen, kommen wir auch hier nicht weg. Es gibt 2 Fähren. Die eine ist im Norden und die war gestern auch gesperrt wegen Wind. Da mal in Erfahrung bringen, vielleicht fahren wir auch 150 Kilometer zu der anderen Fähre und fahren dort. Aber wir hoffen, Ja. dass wir hier fahren können. So, und dann geht's auf, wie heißt der Ort auf jeden Fall nochmal? ¿Cómo se llama el lugar donde vamos? Punta Arenas. Ah ja, Punta Arenas. Punta Arenas. Ah, Rippelpiste. Genau, das machen wir jetzt und dann drückt uns die Daumen, dass es klappt. The sound isn't here, Bill. The wind is so hard. The boat is coming. Das Boot kommt. Typisch deutsch, stehen wir natürlich in der ersten Reihe, sind natürlich wieder 3 Stunden vorher da, bevor das Boot fährt. Der Wind pfeift und es ist ja ein kleiner Hafen hier, also hier passen auch nicht viele Autos rauf auf das Boot. Und wir haben schon mit den Hafenarbeitern gesprochen. Wir wissen halt, die wissen auch nicht, ob das Boot fährt. Also das wird eine Entscheidung sein, die der Hafen sozusagen minütlich trifft. Kann sein, kann nicht sein, wissen wir alles nicht. Und ja, das Boot ist jetzt gerade angekommen
Und die Autos fahren da langsam runter. Ja, wir werden sehen. Auf jeden Fall sind wir noch guter Hoffnung, dass wir ein Go kriegen. Wir sind nicht die Einzigen, hier warten ja nur einige mit uns jetzt in der Schlange. So, und dann, wenn alles gut läuft, durchqueren wir die Magellanstraße an ihrer mitbreisigsten Stelle komplett gegen den Wind. Die Wellen sind total heftig, der Wind ist heftig, alles ist heftig. Das wird echt ein krasser Ritt jetzt, also das wird keine einfache Überfahrt. So, und jetzt hoffen wir mal, dass wir in ein paar Minuten das Go kriegen und dann losfahren können. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? 2 tickets. Suyo. Okay. You drink, please. Okay. That's it? No hace tan fuerte como Auf nach Norden! First time we are the first one. There once was a ship that put to sea, and the name of that ship was the Billy O.T. The winds blew harder, bow dip down, blow me bully boys blow. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She had not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Da 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 da. Before the boat had hit the water, the whale's tail came up and caught her. All hands to the side harpooned and fought her when she dived down low. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. The line was cut, no whale was freed, and the captain's mind was not on greed, but he belonged to the whales and his greed. Wir sind angekommen in Punta Arenas. Was ein heftiger Ritt dieses Mal mit der Fähre. Wir müssen erstmal die Autos waschen, sind voller Salz. Hier auf der Seite ist alles anders. Die Natur verändert sich völlig. Aber das alles, was jetzt kommt, seht ihr beim nächsten Mal. Für heute ist Schluss. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao.